Willkommen bei Syntosword. Heute machen wir mal einen Patch mit MIDI-Keyboard. Lasst euch nicht von den Patchkabeln verwirren. Die Kabel nehme ich zur Darstellung von Signalen auf dem Oszilloskop. Das dunkle Kabel gibt das Mixsignal aus. Das helle Kabel gibt den Gesamtausgang. Der Mixer wird auf dem unteren Signal angezeigt, auf dem blauen, und der Gesamtausgang auf dem oberen, dem gelben Signal. Jetzt kommen erstmal wieder ein paar Grundeinstellungen. Den Modulationsmix, den stellen wir ganz nach rechts auf Noise LFO und den entsprechenden Schalter nach links auf Noise. Die LFO-Rate können wir auf 0 lassen, die brauchen wir heute eigentlich gar nicht. Und die Modulationstiefe, die können wir auch erstmal auf 0 drehen. Die Oszillator 3 Control, die schalten wir erstmal ein. Und die Oszillatormodulation aus. Die Oszillator Range, die stellen wir bei allen 3 Oszillatoren auf Low. Oszillator 2 und 3 vertunen wir leicht. Den 2er stellen wir auf minus 0,5 und den 3er auf ungefähr minus 1. Als Wellenform brauchen wir bei allen 3 Oszillatoren den Sägezahn. Volume der 3 Oszillatoren stellen wir auf 8. Die Mixer-Einige, die schalten wir erstmal alle aus. Hier starten wir erstmal mit White Noise. Den Filtermode stellen wir auf Low. Der Rest der Spalte bleibt einfach ausgeschaltet. Filter und Loudness Attack sind jeweils 0. Decay und Sustain für beide Sektionen stellen wir auf Max. Nun kommt der Filter an die Reihe. Die Emphasis stellen wir auf 8. Die Cutoff-Frequency auf minus 1. Und die Amount of Contour lassen wir erstmal bei 0. Wenn wir jetzt eine Taste drücken, knackt das zumindest schon mal. Insgesamt ist das Ergebnis natürlich erstmal enttäuschend. Bisher wird nur der Filter angestoßen. Und was uns jetzt noch fehlt, ist ein wirkliches Eingangssignal. Und das kommt jetzt von den Oszillatoren. Wenn wir den Oszillator 1 einschalten, sehen wir am Oszilloskop schön die Dreieckswelle, die gleichmäßige Dreieckswelle am Ausgang des Mixers. Sobald wir eine Taste am Keyboard drücken, hören wir jetzt schon mal etwas, was sich im Moment noch eher anhört wie ein tropfender Wasser. Wir brauchen jetzt einfach noch ein bisschen mehr Dynamik, um eher dieses Blubbern zu erzeugen. Dazu stelle ich jetzt erstmal die Amount of Contour auf ungefähr 1,2 und die Modulation Depth auf ungefähr 6. Wenn ich jetzt die Filtermodulation dazu schalte, hört man gut den Einfluss der Modulation durch den Noise-Generator. Gleichzeitig wird der Filter aber auch gerade ein wenig übermotiviert. Deswegen nehme ich die Modulation durch Zurücknehmen des Amount of Contour wieder etwas raus und reduziere auch die Emphasis, um die Eigenschwingung des Filters wieder zu beheben. Umschalten von White auf Pink Noise macht das Ganze dann nochmal etwas subtiler. Jetzt fehlt eigentlich nur noch das schöne Unregelmäßige beim Blubbern. Und richtig, das bekommen wir, wenn wir jetzt die anderen Oszillatoren noch dazu schalten. Oszillator 3 hilft da speziell, wenn wir die Keyboard Control noch ausschalten. Denn wenn wir dann die Klaviatur hochwandern, laufen Oszillatoren 1 und 2 dem Nummer 3 davon und wir bekommen nicht nur eine schnellere Abfolge, sondern auch ein anderes Muster. Den Filter kann man natürlich immer noch mal feintunen, um den Klang zum Beispiel ein bisschen heller zu machen. Wenn man dann direkt eine ganze Oktave hochgeht, kann man das Ganze natürlich auch richtig beschleunigen. So, jetzt viel Spaß beim Blubbern und bis zum nächsten Mal.